Also wir sind hier auf der Gamescom und bei mir ist Sascha, hi. Hallo Sascha von Toplitz und wir schauen uns jetzt mal das nächste Spiel an, was demnächst verfügbar sein wird, nämlich Lumberjacks Dynasty. Und Dynasty kennen wir jetzt schon ein paar, vor allen Dingen Farmers Dynasty haben wir einiges zu gespielt und das ist so gut angekommen, dass ihr gedacht habt, wie machen wir das Spiel jetzt nochmal ein bisschen anders? Ist ein guter Punkt. Grundsätzlich ist es so, Farmers Dynasty ist ja noch im Early Access und ist, wie du gerade eben gesagt hast, wirklich positiv angekommen, weil es eben diesen Farming mit dem Socializing-Aspekt kombiniert. Und da dachten wir uns, Lumberjack, Forstwirtschaft ist auch ein großes Thema. Vor allem ist der Markt nicht wirklich gesättigt damit und deswegen Lumberjacks Dynasty. Ja, was muss man denn jetzt hier machen? Also grundsätzlich haben wir einige Komponenten aus dem Dynasty Universum mehr oder weniger hier auch implementiert. Und zwar das Socializing hast du hier genauso. Sprich, du kannst eine Familie gründen, Kinder bekommen, dich mit deinen Nachbarn anfreunden, dementsprechend Tasks von denen bekommen und für die ausführen. Also das ist zum einen die Socializing eben. Dann haben wir eben statt dem Farming-Aspekt den Lumberjack-Aspekt. Das heißt Bäume fällen, Forstwirtschaft, grundsätzlich Wälder kaufen. Ja, das ist zum anderen. Dann habe ich den Repair-Aspekt auch noch, wo ich mir mein eigenes Sägewerk erstmal aufbauen muss, um das Holz ordentlich zu verarbeiten. Das sind so die drei Grundkonzepte oder Grundkomponenten, die das Spiel zu dem machen, was es ist. Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen was davon ansehen. Sehr gerne. Ich bin jetzt hier direkt auf meinem Hof schon. Ich kann ganz kurz hochfliegen, um eine bessere Übersicht hier zu gestalten. Man sieht schon, das Setting ist hier mehr so auf Nordamerika, Alaska, Kanada angehaucht. Wir haben die Berge hier in der Ferne zu sehen, große Flüsse, die durch die Täler fließen, natürlich große Waldgebiete, die für da üblich sind. Wir haben hierfür wieder dieselbe Engine verwendet wie für Farmers Dynasty, man erkennt es auch. Es ist schon etwas aufgehübschter. Unsere Entwickler sind mittlerweile schon sehr gut mit der Engine jetzt angefreundet, dass sie das so zaubern können, dass es wirklich schon von Anfang an in der Alpha-Version gut aussieht. Man merkt es auch sofort. Grundsätzlich so viel zur Grafik und zu den Settings. Zum Gameplay selbst werde ich jetzt euch mal die normalen Mechaniken zeigen. Das heißt, wir werden jetzt mal den Baum fällen und den dann auch rüberbringen zum Sägewerk. Ja, während wir uns langsam mal Richtung Wald bewegen, habt ihr denn jetzt an dem Spiel einfach nur die Felder durch Bäume ausgetauscht oder steckt da schon noch ein bisschen mehr hinter? Nee, das ist ein komplett neues Setting. Es ist eine komplett neue Map. Ich habe sie jetzt gerade kurz offen. Bei Farmers Dynasty hat man ja schon 16 Quadratkilometer Map und hier sind es sogar 20. Also es ist nicht so, dass das irgendwie einfach 1:1 übernommen wurde. Es ist eine komplett neue Map. Man merkt es an den Flüssen, an den Bergen, an den Wäldern. Es ist einfach anders als ein Farming-Spiel. Deswegen muss es auch komplett neu gemacht werden. Hier haben wir verschiedene Waldgebiete, die orangen eingekreisten Felder. Hier kann ich jederzeit die Waldgebiete kaufen und dementsprechend dann den Wald auch bewirtschaften. Also so viel zur Map selbst und eben zur Umgebung. Gut, wir haben da auch schon eben gesehen, auf der Karte gab es so kleine Gebiete, Forstgebiete, die man bewirtschaften kann. Das heißt, also einfach jetzt mal wild irgendwelche Bäume fällen ist nicht, sondern man hat schon seine eigenen Gebiete, in denen man aktiv ist. Und musst du die Bäume dann nachher ja wieder anpflanzen? Also ja, es sind eigene Forstgebiete und ich muss mir natürlich das Forstgebiet zuerst kaufen, bevor ich einen Baum dort fällen darf. Jedoch könnte ich jetzt einen Baum jetzt irgendwo, zum Beispiel in diesen Wald fällen, aber das ist natürlich nicht so toll, da verliere ich Geld, bekomme ich eine Strafe für das, weil es ist einfach illegal und man muss sich die Felder auch kaufen in einem Farming-Game, deswegen muss man sich hier, wie man sieht, den Wald auch kaufen. Und wegen dem Wiederanpflanzen, das ist auch noch ein großes Thema, das müssen wir noch besser oder differenziert beachten, weil wir das noch nicht ganz implementiert haben im Spiel. Das kommt noch, nachdem dass wir ja noch nicht mal eigentlich Early Access sind ein paar Features, die noch nicht drinnen sind. Es sind aber derzeit schon über 40.000 Bäume im Spiel, die jederzeit gefällt werden können. Wie es dann mit den Nachpflanzen und so weiter aussieht, da müssen wir noch mal genauer schauen, wie wir das dann hinkriegen und wie wir das machen, genau. 40.000 Bäume, ja, da sind wir eine Weile lang dran beschäftigt. Eigentlich in der Realität dauert es natürlich extrem lange, bis so ein
Baum dann auch nachgewachsen ist. Also normalerweise der Großvater pflanzt die Bäume, die dann die Enkelkinder ernten dürfen, und insofern, wenn der Großvater die Enkel nicht mag, dann pflanzt er Bäume, die ungeeignet sind. Ja, das stimmt. Das ist eben die Timing-Geschichte. Wie du sagst, das sind 30 bis 40 Jahre, bis so ein Baum ausgewachsen ist, und das dauert einfach. Klar ist es ein Dynasty-Game, das wäre eine Dynastie sozusagen, aber irgendwo kann man es dann auch übertreiben. Der ist jetzt leider blockiert. Und deswegen mit der Nachhaltigkeit sind wir noch nicht ganz da, wo wir hinwollen. Aber ja, da finden wir auch noch eine Lösung für. Man sieht, ihr habt so ein klein bisschen Geschicklichkeit eingebaut. Das wird Garda bestimmt freuen. Vor allen Dingen Gardas Zuschauer. Aber sieht nicht zu kompliziert aus. Man muss halt die Säge immer in diesem Bereich halten und dann nachführen. Und wenn nicht, dann bricht der Vorgang einfach ab. Man muss neu anfangen. Genau so ist es, du hast es richtig erkannt. Es wird wahrscheinlich da verschiedene Vorgänge geben, sondern nicht immer dieselbe Leiste für verschiedene Baumarten und Baumgrößen natürlich, dementsprechend. So, hier bin ich jetzt gerade noch beim Baum zerteilen, wenn der schon mal gefällt ist. Ich kann hier eben die Blätter wegschneiden, die Äste wegschneiden und den auch zerteilen. Ja, habe ich dann schon das erste Stück davon. Und in Folge muss ich den dann auch abtransportieren und zum Sägewerk bringen. Immerhin die Stückchengröße geht automatisch, das heißt, wir schneiden einfach nur an beliebigen Stellen? Genau, es gibt beliebige Stellen, die hier mit der Engineer-Site einsehbar sind. Und da kann ich auch direkt sehen, wo ich jetzt schneiden muss. Genau. Kommt natürlich auch immer auf die Baumgröße drauf an. So ist das noch eine ganze Menge manuelle Arbeit bei den richtig großen Baumfarmen. Die haben natürlich so riesen Maschinen und schaffen dann so einen Baum in wenigen Sekunden. Aber wenn man klein anfängt, fängt man eben so an. Wird es denn später sich auch noch in Richtung große Maschinen entwickeln? Also ja, man kann es jetzt gut vergleichen mit dem Farmer. Du fangst ja auch nicht mit dem größten Trecker sofort an, sondern musst dich auch erstmal ein bisschen hocharbeiten. Und deswegen habe ich hier am Anfang nur die Motorsäge und mit meinem Traktor mit dem Anhänger. In weiterer Folge wird es sehr große forstwirtschaftliche Maschinen geben, wo diese Prozesse dann leichter fallen werden. Und um die Maschine noch kurz anzusprechen, hier haben wir einen ganz großen Lizenzgeber, und das ist Ponse, wenn ihr den vielleicht schon mal gehört habt. Und für den haben wir dann sehr, sehr viele Modelle für das Spiel von Maschinen, die wir eben für die Waldarbeit hernehmen dürfen. Ja, bin ich jetzt mal gespannt, wie geschickt du damit bist, gleich diesen Baum aufzuladen. Ich erinnere da mal an ein Spiel, welches wir vor langer Zeit auf Garderols Kanal hatten. Auch ein Baumfäller-Spiel, nur das, ja okay, das war auch sehr kompliziert zu bedienen, das muss man zugeben. Aber im Wesentlichen war das eher unterhaltsam für die Zuschauer als zielführend. Ja, entsprechend bin ich gespannt, wie du dich hier schlägst und wie ihr es hier gebaut habt. Ob man den jetzt, wie schwierig es sein wird, diesen Baum zu greifen und aufzuladen. Ich bin da schon etwas in der Übung, also vielleicht in einen anderen würde es wahrscheinlich schwerer fallen, aber ich kann den Traktor und den Anhänger schon sehr gut manövrieren, dass ich den schon grabben kann, und die Mechanik von dem Kran selbst funktioniert schon sehr gut in dieser frühen Version. Also ich kann den Kran direkt mit der Maus steuern, ohne Probleme, ich kann den grabben und dann auch im Endeffekt auf meinen Anhänger droppen, ohne Probleme, und da fällt das dann schon etwas leichter. Gut, immerhin das Greifen geht automatisch, das hilft natürlich. Das war bei dem anderen Spiel, auf das ich ansprach, nicht so. Da musste man den manuell greifen, und das ist dann natürlich auch noch im dreidimensionalen Raum eine etwas größere Herausforderung für Leute, die vielleicht nicht ganz so geschickt mit den Fingern sind. Ja, nehmen wir alle Stücke mit, und wenn wir das geschafft haben, wird es gleich, dann nehme ich an, zum Sägewerk gehen. Immerhin diesen Anhänger, den haben wir von Anfang an. Das ist das Minimum, was man braucht. Ne? Ansonsten kriegt man so einen Baum auch nicht transportiert. Genau, also man hat ein paar Geräte von Grund auf schon, die dir zur Verfügung stellen auf der eigenen Farm. Und mit denen kann ich dann auch schon am Wald wirtschaften sozusagen. Es gibt natürlich viel Luft nach oben. Also um neue Maschinen zu kaufen und so weiter, da gibt es noch sehr viele Möglichkeiten, um sich die Waldarbeit dann im Endeffekt etwas zu erleichtern. Natürlich muss man dann erstmal einige Bäume gefällt haben, um das nötige Geld dafür verdient zu haben. Ja, klar. Aber gibt es dann auch so ähnlich wie in Farmers Dynasty
einem Mechanismus, dass man dann anderen Leuten Dienste erbringt und dafür Maschinen bekommt? Ja, das wird es genauso geben. Also es heißt dann zum Beispiel, dein Nachbar will sich eine neue Scheune bauen, er braucht das Holz dafür, kannst du nicht mal ein paar Bäume fällen? Und genau solch eine Task wird es auch von den NPCs geben. Gut, ja, die KI interessiert sich mal mehr, mal weniger für dich. Der Grüne hat ja brav gehalten, der andere, der war wahrscheinlich schon zu nah dran, dachte, er kommt noch vorbei, nehme ich an. Ja, genau. Das war einfach falsche Einschätzung vom NPC oder ein Sonntagsfahrer, was auch immer. Also auch das sehr realistisch umgesetzt. Wird wieder bestimmt für einige Freuden sorgen, aber so eine KI zu implementieren ist halt auch tatsächlich nicht einfach. Und weil der KI weiß ja noch nicht, wie der Spieler sich weiter verhält, und wenn er plötzlich rückwärts fährt, ist das schon ganz schön gemein. Das stimmt, ja, es ist nicht vorhersehbar in diesem Prozedere, aber man kann es schon sehr gut anpassen. Aber natürlich sind wir noch nicht ganz da, wo wir hinwollen. Der Weg ist noch ein Stück weiter zu gehen, dass wir es dort hinbekommen, wo wir es wollen. Aber grundsätzlich funktionieren die hauptsächlichen Mechaniken schon mal, das Forstwirtschaften und alles andere, was irgendwie wichtig ist. Und ja, Kleinigkeiten müssen wir ja sowieso immer noch ein bisschen anpassen, aber da kommst du nicht dran vorbei. So, jetzt, ich erinnere mich aus anderen Spielen, dass es da diese Möglichkeit gab, mit dem die Bäume schwimmen zur Sägemühle. Das sieht so aus, als kommt das jetzt hier auch. Genau, du hast es richtig erkannt. Das ist hier der Spot, wo man stehen bleibt, um die Baumstämme in das Wasser hineinzudroppen. Und in weiterer Folge treibt dieses Holz dann, diese Baumstämme runter zum Sägewerk, und vom Sägewerk wird es dann weiter verarbeitet. Ich schmeiße da jetzt gleich mal die geschnittenen Stämme hier rein. Man sieht da die Effekte, das ist alles schon implementiert, die Fließgeschwindigkeit des Baches, des Flusses, ist alles schon drinnen. Die Bewegungsrichtung von den Bäumstämmen passt nicht so ganz zu der Animation von dem Wasser an jeder Stelle. Das bewegt sich ab und zu mal hin und zurück, aber ist ja auch noch in Arbeit. Ja, genau. So kleine Details werden sicherlich auch noch viel dran gebastelt. Und wann bekommen wir dann tatsächlich den Lohn für unsere Arbeit, wenn die hinten angekommen sind bei der Sägemühle, oder müssen wir da noch was machen? Also das kann man eigentlich gut selbst entscheiden. Entweder ich nehme diese Stämme, die ich jetzt schon da reingeschmissen habe, und fahre direkt zum Timber Market, dann kann ich sie verkaufen. Ich zeige das ganz kurz. Der Timber Market ist hier drüben. Ups, das war jetzt falsch. Hier. Und du bekommst zum Beispiel für einen normalen Baumstamm nur 50 €. Für die, was wir da jetzt ins Wasser geschmissen haben. Wenn du die aber ins Sägewerk gebracht hast und die sind noch dazu trocken, bekommst du 300 € schon dafür. Also ist ein gewaltiger Unterschied. Also ist es immer besser, wenn man das ganze Prozedere durchzieht. Das heißt, den Baum fällen, entrinden, in weiterer Folge zersägen in Holzbretter und auch trocknen lassen. Wenn ich das Teil dann verkaufe, erziele ich einen viel besseren Preis. Trocknen lassen und das einfach rumliegen lassen? Nee, es gibt eine Trocknungsanlage beim Sägewerk, da muss ich die Bretter einlagern, dass sie schneller trocknen oder man lässt sie rumliegen, aber es ist halt immer die Gefahr, wenn sie nicht unter Dach sind, dass ein Regen kommt, dann bin ich erst wieder am Anfang. Das ist echt bedacht, dass wenn es Regen wird, werden sie wieder nass? Also es steht auf der Liste, sage ich mal, jetzt noch nicht drin, aber sollte kommen. Aber grundsätzlich ist das Trocknen des Holzes ein Faktor, der jetzt schon drinnen ist und eben auch schon gemacht werden kann mit der Trocknungsanlage zum Beispiel. Gut, ja, dann, ich nehme an, wir fahren bestimmt als nächstes dann zum Sägewerk und schauen uns das an, richtig? Genau, so ist es. Ich bin jetzt auf dem Weg rüber. Das ist alles hier miteinander vereint. Die Sägewerke sind am Anfang des Spiels noch in einem schlechten Zustand. Das heißt, man muss die selbst wieder aufbauen, wie man es von Farmers Dynasty kennt. Für diese Version haben wir jetzt einen Shortcut, dass man die nicht alle reparieren muss. Das würde sonst zu lange dauern. Hier müssen wir auch noch reparieren. Du musst jetzt nochmal das Ding von außen zeigen, damit wir einen Vergleich haben, vorher, nachher. Genau, das mache ich dann gleich noch. Ich fliege dann gleich mit der Drohne hoch, dann siehst du das ganze Areal nochmal vom Sägewerk. Und da ist es dann auch etwas schöner zu verstehen und zu sehen. So, alles klar. Ich gehe da mal hier rüber. Also die Sägemühle gehört uns dann auch richtig. Das ist jetzt kein Sägemühle von uns. Nee, also tatsächlich haben wir die am Anfang schon. Jedoch ist sie, wie gesagt, in einem schlechten Zustand und die muss ich dann auch selbst reparieren.
Aber man kann in weiterer Folge auf der Map, man sieht es ja, da gibt es viele Möglichkeiten und da gibt es auch weitere Sägewerke, die ich mir kaufen kann. Okay, ja, aber man würde sich weitere Sägewerke wahrscheinlich mehr kaufen, damit man nicht so weit fahren muss oder nicht, weil man die auslastet. Hat logistische Gründe, wie du sagst, natürlich auch praktisch halt, weil man vielleicht auch näher an einem Timbermarket zum Verkauf, je nachdem. Also logistisch gesehen, es gibt mehrere Spots, man muss es jetzt nicht machen, man kann es machen. Aber ja, das ist dem Spieler selbst überlassen. Jetzt gerade bin ich da in der Flugansicht mit der Drohne, wo man das Prozedere schön beobachten kann. Oben droppt man diese Logs, diese Baumstämme rein, dann schwimmen sie runter hier zum Sägewerk. Da kommen sie mit dieser Bahn, mit diesem Förderband rein in das Sägewerk, wo sie entrindet und zerkleinert werden zu Holzbrettern. Die Holzbretter kommen dann dahinter in das Trocknungslager, wo sie dann schneller trocknen und in Folge kann ich dann auch die trockenen Holzbretter verkaufen. Gab es die Drohne auch in Farmers Dynasty schon? Die gab es auch schon in Farmers Dynasty, die wurde mit einem Update mit dazu eingefügt und weil das ein beliebtes Feature war, haben wir es auch hier mit reingenommen und um die Übersicht zu behalten oder neue Wälder auszuchecken oder was auch immer, ist das Ding einfach praktisch, weil es schnell geht, ich bin auch schnell wieder zurück und kann dann sofort wieder weiterspielen. Ja, cool, insbesondere um einfach mal zu beobachten, was oft passiert und wo die Bäumstämme eigentlich bleiben. Cooles Feature. Habe ich gar nicht mitbekommen, aber ist auch schon eine Weile her, dass ich mir den letzten Stand von Farmers Dynasty angesehen habe. Insofern die allerneuesten Entwicklungen kenne ich da noch nicht. Ja, jetzt müssen wir nur noch ganz kurz abwarten, weil ich die Repair Crew quasi angesetzt habe, dieses Sägewerk zu reparieren. Und das heißt, wir müssen ein bisschen Zeit totschlagen. Da gehen wir am besten, wie bei Farmers Dynasty, ins Schlafzimmer und taken einfach mal eine Long Rest sozusagen. So, alles klar. 2 Wochen reichen normalerweise und dann sollten die Sägewerke auf dem neuesten Stand sein. Dann kann ich noch mal kurz hochfliegen mit der Drohne und das visualisieren. So, einmal noch, dann sind wir durch. Oh, 2 Wochen am Stück schlafen. Es gibt Momente, da wünsche ich mir das auch. Ob es wirklich funktioniert, wage ich ja zu bezweifeln. Aber gut, immerhin kriegen wir so. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir gleich einen Unterschied sehen zu unserem neuen Sägewerk. Genau, also 2 Wochen am Stück schlafen, das bräuchte ich, wenn dann nach der Gamescom. Da wäre es, glaube ich, der beste Zeitpunkt. Aber jetzt sind die Arbeiten Gott sei Dank abgeschlossen. Das Sägewerk wurde jetzt hier drüben erneuert. Und ich kann jetzt gleich noch mal hochfliegen. Da haben wir auch gerade noch einen schönen Sonnenaufgang. Man sieht, die Sonne zieht hier hoch hinter den Bergen mit der Skybox. Und fliegen wir doch gleich mal hoch hier. Und da sieht man schon, dass der rote neue Anstrich des Gebäudes, des Sägewerks hier. Der Schornstein ist jetzt im Gange von der Trocknungsanlage sozusagen. Da wird schon fleißig geheizt. Und so sieht das ja schon mal ein bisschen besser aus. Und die Baumstämme sind auch mittlerweile angekommen. Ist das so animiert? Kann man die da hoch richtig fahren sehen? Ja, das ist bereits animiert, nur ich sehe gerade, dass der zweite Teil dieses Gebäudes noch nicht fertig ist. Da muss ich noch mal ganz kurz runter und das reparieren lassen. Dann kann ich euch diese Animation auch noch schnell zeigen, weil die ist bereits im Spiel drinnen. Und das wollen wir nicht missen. Dann kurz noch aus dem Trecker raus und rüberlaufen. Weil dann können wir das auch noch hier zeigen. Ja, immer wieder schön, wenn auf solche Details auch Wert gelegt wird. Ich meine, wie sieht das eigentlich aus mit der Animation vom Aufnehmen? Im Moment, wenn du jetzt mit dem Greifer von dem Traktor einen Baumstamm aufnimmt, dann materialisiert er sich in dem Greifer. Wird das auch noch ein bisschen schöner animiert? Ja, natürlich. Also das ist derzeit einfach, um die Animation zu überbrücken, noch so gemacht, dass der quasi so fadet, so ein Fade-In quasi noch drinnen ist. Und das wird natürlich noch schöner gemacht. Das ist noch nicht final. Was glaubt ihr, wann werdet ihr fertig oder wann kommt die nächste Early Access? Also wir haben jetzt schon eigentlich fast ein genaues Monat ins Auge gefasst. Und zwar wäre das der September 2019 jetzt, wo wir jetzt in Early Access auf Steam gehen. Das heißt, wir sind schon fast soweit. Dauert nicht mehr lange, dann beginnt die Early Access Phase auf Steam in weiterer Folge, dann aber natürlich als nächstes Jahr der Full Release und natürlich auch der Konsolen Release.
Ja, wenn das mal klappt mit Vollrelease Anfang des nächsten Jahres, hast du gesagt? Anfang nicht, aber im Laufe des nächsten Jahres. Okay. Eher im späteren Verlauf. Gut, ja, das würde nicht erstaunen, wenn es noch länger dauert. Wir wissen, wie gut sich solche Projektziele hinziehen können, kann ich ja nur immer wieder wiederholen. Aber wer auf jeden Fall dann schon mal früh dabei sein will, das Spiel funktioniert und man kann einiges machen. So, Sägewerk ist fertig. Dann schauen wir jetzt mal, was mit den Baumstämmen fährt. Da kommen sie hoch. Die überschneiden sich gerade hier noch ein bisschen. Naja gut, muss man halt ein Auge noch zudrücken. Das wird dann natürlich auch so gemacht, dass die schön mit der Strömung herunterkommen und dementsprechend, wie man jetzt hier sieht, aufgenommen werden. So sieht es dann aus. Der wird dann auf die Trage gelegt, mit dem Förderband rein transportiert. Ist eigentlich sehr interessant, das mal zu sehen, weil ich kenne das so nicht vom realen Leben. Ich habe das auch so noch nie gesehen. Und die Simulation visualisiert das eigentlich sehr schön. Man sieht, dass der Baumstamm jetzt gleich hier reinkommt. Da ist er auch schon. Und jetzt wird er gleich noch in Bretter zerlegt. Nee, wir haben jetzt die andere Funktion gerade aktiviert, wo er entrindet wird. Das heißt, die Entrindung hat eigentlich schon stattgefunden. Jetzt wird er nach da oben transportiert, auf der anderen Seite kommt er raus. Da kann man noch rüberlaufen, um das zu zeigen. Und da sieht man ihn schon. Habt ihr euch so ein paar Sägewerke in echtem Leben angesehen, um nachzugucken, wie das aussieht? Ja, also nicht unbedingt wir, aber der Entwickler auf jeden Fall. Der ist ja schon mehr versiert, was die Abläufe betrifft und hat das auch dementsprechend real implementiert dann. Okay, ja, wir haben schon einiges an Material gesammelt, sollten langsam zum Ende kommen. Gibt es noch irgendwas, wo du vor dem Ende sagen musst, das möchtest du noch unbedingt zeigen? Ja, grundsätzlich, ich hätte jetzt nur noch kurz vielleicht den Gabelstapler gezeigt, mit dem ich die Holzbretter rumfahren kann. Aber das ist jetzt auch nur eine kleinere Funktion, aber natürlich für die Abläufe auch wichtig. Ich würde jetzt eigentlich nur ganz kurz hier rüberfahren, dass man das Movement quasi sieht. Ups. Keinen Unfall bauen. Ach, Unfälle können wir auch bauen, das schaffen wir, bin ich ganz sicher. Ja, irgendwie geht's dann schon. Ja, jetzt bin ich. Das passiert ganz leicht, wenn man zu hektisch wird. Wir kriegen das noch hin, wenn das Tor mitspielt. Das ist heute irgendwie ein bisschen tricky. So, wir machen das jetzt einfach so. Alles klar. Aber da könnt ihr, liebe Zuschauer, mal sehen, dass Garderol nicht der Einzige ist, der es schafft, sich damit schwer zu tun, durch ein Tor zu fahren. Es liegt nicht an ihm, es liegt am Spiel, ganz sicher. So ist es, ja. Es liegt immer am Spiel, es ist nie der Spieler schuld. So, ich fahre da jetzt gleich noch rüber. Die großen Baumstämme kannst du mitnehmen? Nee, also nicht mit dem, da muss ich dann schon mit einem Anhänger kommen, aber die Holzbretter. Die zeige ich euch, also wir haben hier ein vorgefertigtes Badge sozusagen von Holzbrettern, das ist da drüben. Dass ich quasi mit dem Gabelstapler noch mit aufnehmen kann, wenn ich den richtig rein manövriere. Gabel nach unten, Enter, Gabel nach oben. Und dann müssen wir dann nur wieder rausfinden hier. Aber es geht schon. So, ja, im Endeffekt könnte man diese Holzbretter dann auch in die Trocknungsanlage geben und dementsprechend trocknen lassen. Und ja. Ja, mit diesen Einblicken verabschieden wir uns jetzt erstmal von Lumberjacks Dynasty. Und ihr könnt gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr von dem Spiel soweit denkt, ob ihr meint, es ist interessant. Ich nehme schwer an, Garda wird es spielen, aber da wir uns ja nie sicher sind, sagt lieber nochmal Bescheid, wenn ihr das gerne sehen möchtet. Und meine letzte obligatorische Frage, dürfen wir das aufgezeichnete Gameplay und das Interview veröffentlichen? Natürlich, sehr gerne. Vielen Dank.